Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Miniatur Wunderland. Heute gibt es eine ganz besondere Special-Folge für euch. Es geht um das Vermächtnis des Wunderlandes. Hört sich großartig an, ist auch großartig, ist der Titel unseres neuen Kinderbuches, das gerade richtig durch die Decke geht. Soll eine ganze Serie werden, wir haben vieles vor und es spielt natürlich hier in Knuffingen. Und Knuffingen bietet so viele tolle Geschichten, die auch Einzug erhalten haben. Aber in dem Buch sind auch neue Geschichten entstanden, die jetzt wiederum Einzug ins Wunderland halten. Und dafür musste richtig viel gebaut werden. Aber das schaut ihr euch am besten heute selbst an. Wir haben hier im Wunderland 269.000 kleine Figuren. Jede Figur erzählt eine kleine Geschichte und wir haben schon immer davon geträumt, genau diese Geschichten lebendig zu machen und zu erzählen. Und vor etwa ein Jahr hat uns dann der Carlsen Verlag angerufen, immerhin der größte deutsche Kinderbuchverlag, und uns gefragt, ob wir ein Buch machen wollen, gemeinsam ein Kinderbuch. Und da waren wir völlig außer Häuschen. Das ist ehrlich gesagt einer der schönsten Tage in der Wunderland-Geschichte. Am Anfang waren wir uns noch gar nicht so sicher, was soll das eigentlich für eine Geschichte werden? Machen wir ein Pixie-Buch, machen wir ein Bilderbuch, machen wir ein Wimmelbuch? Aber irgendwann war ganz klar, was es werden soll. Ein Abenteuerbuch, eine Abenteuergeschichte, wo es natürlich um Bahn geht. Ich hatte zur Aufgabe, die Figuren, die Charaktere aus diesem Buch nachzustellen. Und die Figuren muss man ja wiedererkennen können, wenn sie auf der Platte sind. Von daher dachte ich erst, ich baue sie vielleicht selber aus unseren Standardfiguren, schnitt sie so um, dass sie ein bisschen comicartig sind. Das hätte aber sehr lange gedauert. Von daher hatten wir das Glück, die 3D-Dateien zu bekommen. Und da konnten wir sie drucken. Diese Druckfiguren habe ich dann noch ein bisschen verfeinert, Brillen aufgesetzt, teilweise andere Bewegungen reingemacht, sie dann angemalt, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Und schon hatten wir den Charakter vom Buch bei mir auf dem Schreibtisch. Was so besonders an diesem Buch ist, dass es einfach die Welten miteinander verbindet. Es gibt dieses Knuffing, es gibt ein großes, echtes Knuffing und es gibt noch ein kleines Knuffing, das nur die Kinder kennen. Und alle sind auf eine ziemlich mysteriöse Art und Weise miteinander verbunden. Dann ging es daran, Thunder Snow One zu bauen. Das ist ja eine ganz spezielle Dampflok. Den Dampflok-Grundtyp haben wir dann besorgen können. Den hat dann der Georg auseinandergenommen. Bis in die letzte Schraube alles auseinandergenommen, was nur irgendwie geht. Und dann habe ich sie schwarz grundiert. Und daraufhin hat Georg sie dann wieder zusammengeschraubt. Und dann ging es noch daran, vorne diesen Schneeschieber zu machen. Den hat ein Kollege von mir dann auch 3D gezeichnet, gedruckt. Dann habe ich ihn vorne angebaut und hinten noch den Tenderaufbau. Den habe ich dann aus alten Wagen zusammengeschnibbelt und dann zusammengeklebt und draufgesetzt. Und Theresa hat natürlich auch ganz wichtige Schlüsselszenen aus dem Buch in einer Detailschärfe nachgebaut, wie ich sie selten gesehen habe. Fast mit die letzte Aufgabe war dann, die Draisine zu bauen. Da hatten wir zwar auch 3D-Daten, aber das zu drucken, das wäre zu kompliziert geworden und zu zerbrechlich. Von daher habe ich sie selber gebaut. Habe mal alles Mögliche in der Werkstatt zusammengesucht, was dazu passt. Habe Draht gebogen, habe gelötet, habe Polystyrol zusammengeklebt, habe mir Räder aus der Lokwerkstatt geholt. Und ganz zum Schluss, als dann da fertige Wagen in meinen Händen da quasi, konnte ich sie bemalen.
Wolfgang hat mir die Gleise eingebaut, die zum Tunnel führen. Und der Tunneleinbau, der war schon ziemlich kompliziert, weil das ziemlich eng hinter der Anlage ist. Man kommt kaum ran. Aber nachdem der Tunnel drin war und auch mit den Gleisen verbunden, konnte ich die Figuren in Szene setzen. Ja, ihr seht, das ist eine unglaublich emotionale Reise für uns und es ist so schön, dieses Buch jetzt in den Händen zu halten. Und es kommen neue Geschichten, es werden noch mehr Geschichten Einzug halten ins Wunderland. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr das Buch lest und hier hinterher auf Entdeckungsreise geht und schaut, ob ihr die Geschichten wiederfindet. Wenn es vielleicht nichts für euch ist, verschenkt es an Enkelkinder, Freunde, andere Kinder. Es ist wirklich toll. Es kostet 10 € und kauft es bitte im stationären Buchhandel, möglichst nicht online. Es geht im stationären Buchhandel nicht gut. Corona hat Spuren hinterlassen und ihr könnt einen kleinen Beitrag zu leisten. Das war's für heute. Ansonsten bleibt wie immer gesund und munter und freut euch auf einen wunderschönen Sommer. Macht's gut.